Mach dich bereit, denn heute tauchen wir kopfüber in die Welt der Saunas und Banyas ein. Ich verspreche dir, wenn du das Video bis zum Ende schaust, wirst du mehr Wissen über Sauna und Banya haben als 99,9% der Leute da draußen. Ich lüfte die Geheimnisse einer uralten Praxis, die es schon seit Tausenden von Jahren gibt. Weltweit haben Kulturen das Saunabad als Möglichkeit genutzt, sich zu reinigen, zu sozialisieren, gesundheitliche Probleme zu lösen und in einen Zustand tiefer Entspannung zu gelangen. Ich werde die tief verwurzelten Traditionen und die Geschichte hinter der Saunakultur mit dir teilen und zeigen, wie der einfache Akt des Schwitzens die Zeit überdauert hat. Sauna bietet unglaubliche gesundheitliche Vorteile von Entgiftung, Schmerzlinderung bis hin zu Stressabbau und gestärkter Herz-Kreislauf-Gesundheit. Und das belegt durch Forschungsergebnisse, Studien und Wissenschaft, die wir heute auch gemeinsam durchgehen werden. Ich verrate dir die größten Saunafehler, damit du Gefahren vermeiden kannst. Außerdem gebe ich dir Tipps und Tricks, wie du das Beste aus deinen Saunagängen herausholen kannst. Wir sprechen über ideale Temperaturen, Dauer, Rehydrierung, all das Insider-Know-how. Ich werde in diesem Video Informationen mit dir teilen, die ich von besten Banya- und Saunameistern der Welt gelernt habe, denn ich gehe schon seit Kindesalter in die Sauna. Nach diesem Video wirst du mit allem ausgestattet sein, was du brauchst, um deine eigene Saunaroutine zu starten. Denn Sauna ist der ultimative Weg, den Reset-Knopf für dein Wohlbefinden zu drücken. Vor Tausenden von Jahren versammelten sich die Menschen im Herzen Finnlands in rustikalen, holzbeheizten Hütten, um der Kälte zu entfliehen und Trost in der Wärme des Dampfes zu finden. Bei diesen frühen Saunas ging es nicht nur darum, sich zu reinigen, sie waren heilige Orte für spirituelle Reinigung und gemeinschaftliche Bildung. Saunas spielten eine zentrale Rolle im finnischen Leben und dienten als Orte der Entspannung, der Feier und sogar der Geburt. Der älteste archäologische Saunafund stammt aus der Zeit um 4000 vor Christus. Die sogenannte Bronzezeit-Sauna ist eine nahezu perfekt erhaltene Struktur, die auf der Insel Westray in Schottland gefunden wurde. Griechische Bäder reichen bis ins 5. Jahrhundert vor Christus zurück. Sie entwickelten sich zu blühenden, kulturell bedeutsamen Einrichtungen der hellenistischen Zeit. Die sogenannten lakonischen Bäder wurden von den Spartanern erfunden. Mit heißen Kohlen oder Steinen wurden kleine geschlossene Räume auf etwa 50 Grad Celsius beheizt. Diese trockenen Heißluftbäder gewannen immer mehr an Beliebtheit und im Laufe der Zeit verbreiteten sie sich in griechischen Bädern immer weiter. Es gibt archäologische Funde, die bis nach Ägypten, Italien und Frankreich reichen. Ich empfehle euch persönlich mal nach Efes in der Türkei zu fahren, wo ich mehrmals gewesen bin. Dort findet ihr eine ausgegrabene Stadt aus den 70ern, meine ich, wo ihr auch diese Bäder mal selber sehen könnt. Ihr könnt da reingehen, ihr könnt euch vorstellen, wie die dort gereinigt und gebadet haben und sauniert haben. Sehr, sehr eindrucksvoll, eine ganze Stadt ausgegraben und vor allem das Bad mit den Rohrsystemen, mit dem Kanalisationssystem. Sehr, sehr interessant. Dort könnt ihr alles in 3D sehen. Ephesus in der Türkei kann ich nur empfehlen, weil ich selber mehrmals. Im antiken Rom wurde diese Kultur der Badehäuser und Dampfbäder noch größer gelebt. Die meisten römischen Städte hatten mindestens eine, wenn nicht sogar mehrere Thermen. Diese Badehäuser waren große Komplexe mit vielen verschiedenen Räumen. Wenn sie nicht auf einer heißen Quelle gebaut wurden, was oft der Fall war, verwendeten sie ein zentrales Heizsystem mit Öfen und Rohren. Durch mehrere Boiler wurde die Wassertemperatur reguliert, sodass es Räume mit verschiedenen Intensitäten und Praktiken gab. Vom Kaltbecken zum Dampfbad bis hin zur heißen Sauna. Es gab sogar Bibliotheken, Räume für Dichterlesungen, angrenzende Sportplätze und Orte, an denen man Essen kaufen und verzehren konnte. Das moderne Äquivalent wäre eine Kombination aus Bibliothek, Kunstgalerie, Shoppingcenter, Restaurant und Fitnessstudio und Spa in einem. Etwa 200 vor Christus zu Zeiten der Han-Dynastie in China durften die Arbeiter alle 5 Tage einen Tag frei nehmen, nur zum Baden und zum Reinigen. Zum Ende der Han-Dynastie wurde eine Art Puderseife erfunden, die aus Bohnen, Erbsen und Gewürzen sowie Blumen bestand. Historisch ist auch die Nutzung von Schwitzbädern überliefert, wobei öffentliche Einrichtungen erst im Jahr 960 während der Song-Dynastie gebaut wurden. Diese öffentlichen Badehäuser wurden zu einem festen Teil der chinesischen Kultur. Im 13. Jahrhundert schrieb der Entdecker Marco Polo
über China, über seine China-Reise in einer Stadt mit Millionen von Einwohnern gäbe es mehr als 3000 Badehäuser. Die türkischen Völker Zentralasiens entwickelten im Jahr 600 nach Christus das Hammam, ein Dampfbad, das zu einem integralen Bestandteil der islamischen Kultur wird. Sie sind oft genauso glamourös wie römische Bäder, große geräumige Gebäude mit mehreren Räumen mit unterschiedlichen Temperaturen und Dienstleistungen wie Massagen und Scrubs, das sogenannte Kesse. Das Waschen und die Reinigung sind ein zentraler Ritus des Islams. Demnach erfüllt das Hammam auch einen spirituellen Zweck. Die Verwendung von Schwitzhütten durch die amerikanischen Ureinwohner ähnelt im Konzept den Rauchsaunas Finnlands und wurde bereits 1643 dokumentiert. Es gibt Hinweise auf die Verwendung von Schwitzhütten in Mesoamerika vor der Ankunft der Europäer, die in einigen Regionen Mexikos und Mittelamerikas noch immer verwendet werden. Diese Reinigungszeremonien, die als Temascal bekannt sind, beinhalten oft traditionelle Gebete und Lieder. Sie waren also ein Ort, auch hier, der spirituellen Reinigung, aber auch der Körperreinigung. Das gleiche Konzept der Schwitzhütten findet sich auch in Irland und reicht bis ins 17. Jahrhundert zurück. Japanische Onsen sind Einrichtungen, die auf heißen Quellen gebaut sind und die Wärme und das Wasser der Erde direkt nutzen. Wenn das Onsenwasser bestimmte Mineralien oder Chemikalien enthält, wird oft gesagt, um welche Art von Wasser es sich handelt, da man davon ausgeht, dass die enthaltenen Mineralien gesundheitliche Vorteile bieten. Traditionell waren es Außenbäder, was in Kombination mit geothermischem Naturwasser aus den heißen Quellen ein besonderes Dampferlebnis darstellt. Selbst japanische Affen haben den Benefit von warmen Temperaturen entdeckt. Die weltberühmten Snow Monkeys aus Nagano wärmen sich im warmen Thermalwasser auf, um der Kälte zu entkommen. Genauso wie die japanischen Onsen wurden während der Sowjetunion im Kaukasus Sanatorien auf heißen vulkanischen Quellen rund um den Elbrus errichtet. Elbrus ist der höchste Berg Europas, 5642 Meter. Die jeweiligen heißen Quellen haben verschiedene Mineralkompositionen, die bei verschiedenen gesundheitlichen Problemen geholfen haben, darunter Magen-Darm-Probleme, Gicht, Rheuma, Osteoporose, Atemwegserkrankungen und viele mehr. Wissenschaftler und Ärzte analysierten das jeweilige heiße Thermalwasser und errichteten jeweilige medizinische Einrichtungen auf den heißen Quellen, um die gesundheitlichen Vorteile für die Patienten zu nutzen. Zum Beispiel um den Vulkan um Elbrus herum findet sich eine Quelle, die insbesondere gut ist für Knochen, für Osteoporose. Dann wurde dort ein Sanatorium errichtet, um eben gegen das Problem zu kämpfen, weil eben das Thermalwasser eine bestimmte Mineralkomposition hatte, die sehr beneficial ist für diese Krankheit. Und so um diesen Berg herum wurden viele verschiedene Sanatorien für viele verschiedene Probleme errichtet und alle benutzen eben die Wärme, die Hitze als Methode zur Bekämpfung und Lösung der Probleme. In Russland gilt die Banja als wichtiger Ort der Bindung. Alle sozialen Schichten in Russland benutzen die Banja und Gemeinschaftsbäder waren sehr verbreitet. Das Banja-Ritual beinhaltet die Verwendung eines Bündels blättriger Zweige, sogenannte Veniki, um die Haut sanft zu schlagen und die Durchblutung anzuregen. Vor allem ist es sehr gut, weil es eine Lymphmassage ist. Mit den Veniki kann man steuern, wie die Lymphe fließt und so kann man die Lymphe hin und her jagen, sodass der Detox-Prozess noch viel stärker ist. Das heißt, über das Lymphsystem wird dann noch stärker gedetoxt. Die ätherischen Öle der Blätter sind ebenfalls wohltuend. Banja-Gebäude können recht groß sein mit einer Reihe verschiedener Badebereiche oder einfache Holzhütten wie die traditionellen finnischen Hüttensaunas. Zu dem Thema Banja kommen wir später, wenn ich euch erkläre, wie der ideale Saunagang bzw. die ideale Saunazeremonie aussieht. Denn die Banja ist meiner Meinung nach das Nonplusultra, wenn man die Sache richtig angeht. In Deutschland gewann die Behandlung körperlicher Beschwerden mit Wasser bzw. Wärme im 19. Jahrhundert an Bedeutung. Der Pfarrer Sebastian Kneipp popularisierte verschiedene Hydrotherapiemethoden wie das Wassertreten, Kneippsche Güsse, Wickel und Packung. Mit der Zeit entstanden dann Heilbäder und Kurorte, an denen über mehrere Wochen die Kneippmedizin angewandt wird. Von Dampfbädern und anderen Hydrotherapien bis hin zur Ernährungstherapie, Bewegungstherapie, Phytotherapie, also Heilpflanzenkunde, sowie Ordnungstherapie, also im Grunde eine Art Lifestyle-Optimierung. So soll ein ganzheitlicher Ansatz zur Verbesserung der Gesundheit geschaffen werden. Vor allem bei Herz-Kreislauf-Erkrankungen, orthopädischen Erkrankungen, Abwehrschwäche, neurologischen Krankheitsbildern, zum Beispiel schmerzhafte Polyneuropathie und anderen vegetativen Störungen. Koreanische Badebäder haben eine sehr lange Geschichte, die hunderte Jahre zurückreicht. Doch heutzutage sind die Badehäuser sehr modern und verfügen über mehrere Whirlpools, Saunas, Snackbars, Fitnessräume, Fernseher, beheizte Böden,
sogar Schlafbereiche. Viele Menschen gehen einfach nur in diese Badehäuser, um dort die Nacht zu verbringen, zu entspannen, oft gemeinsam mit zum Beispiel Freunden und Familie. Die Geschichte der Dampfbäder und Saunas weist eine so große Vielfalt an kultureller Einzigartigkeit auf, in ihrer Architektur, den individuellen Praktiken und den sozialen Aspekten. Im Laufe der Zeit entwickelten sich die Saunas von einfachen, rauchgefüllten Hütten zu modernen Badehäusern, die die technologischen und sozialen Veränderungen jeder Epoche widerspiegeln. Die Erfindung des elektrischen Saunaofens war ein Wendepunkt, der Saunas zugänglicher und bequemer machte und gleichzeitig ihr Kernwesen bewahrte. Die Saunakultur verbreitete sich über den gesamten Globus. Im Jahr 2020 wurde die finnische Sauna in die Liste des immateriellen Kulturerbes der UNESCO aufgenommen, was ihre Bedeutung für Kultur und Gesellschaft anerkennt. Trotz der Unterschiede in Stil und Tradition bleiben die grundlegenden Prinzipien der Sauna die gleichen. Reinigung, Entspannung, ein Gefühl der Gemeinschaft. Die Erforschung dieser vielfältigen Praktiken offenbart einen gemeinsamen Faden: das menschliche Streben nach Wohlbefinden und die Verbindung zur Natur und zueinander, das Zwischenmenschliche. Die Evolution der Sauna ist ein Beweis für unsere Fähigkeit, uns anzupassen und Wohlsein in den einfachsten Dingen zu finden. Wärme, Dampf und das Zusammensein, zum Beispiel mit Freunden und Familie. Im nächsten Teil werden wir uns mit der Wissenschaft hinter den Saunas befassen und untersuchen, wie sie unserem Körper und Geist zugutekommen. Vertrau mir, als Biochemiker habe ich mit dir einige faszinierende Erkenntnisse zu teilen. Auf der grundlegendsten Ebene nutzen Saunas Hitze, um dich zum Schwitzen zu bringen. Dieses Schwitzen ist unglaublich gut für deinen Körper. Es ist wie eine Tiefenreinigung von innen nach außen, ein sogenannter Detox-Prozess. Obwohl die Leber und Nieren hauptsächlich für die Entgiftung zuständig sind, finden sich im Schweiß toxische Elemente wie Schwermetalle wie Arsen, Cadmium und Blei. Das Schwitzen unterstützt die Entgiftung und kann somit Leber und Nieren für dich entlasten. Aber die Sauna bewirkt noch viel mehr, als dich nur zum Schwitzen zu bringen. Die Hitze bewirkt, dass sich deine Blutgefäße erweitern und ausdehnen. Dieser erhöhte Blutfluss gibt all deinen inneren Organen eine sanfte Massage. Mehr Sauerstoff, Glucose und Mineralien können durch Blut transportiert werden und mehr Zellabfälle beseitigt werden. Das wirkt sich ebenfalls positiv auf das Lymphsystem aus. So kann nämlich die Lymphflüssigkeit besser durch den Körper transportiert werden. Hier Stichwort die Veniki, die sogar die Lymphe hin und her jagen können, um den Detox-Prozess in den Lymphen noch zu verstärken. Die gesteigerte Durchblutung und Elastizität der Blutgefäße hat noch einen weiteren schönen Nebeneffekt. Die Libido wird angeregt und tatsächlich kann sich das männliche Geschlechtsorgan dadurch vergrößern. Die Hitze löst auch Muskelverspannung und regeneriert durch die Entspannung auch das zentrale Nervensystem. Durch die Hitze werden im Körper Hitzeschockproteine gebildet. Diese sind in jeder einzelnen Zelle unseres Körpers zu finden und spielen eine wichtige Rolle in vielen zellulären Prozessen. Sie beeinflussen zum Beispiel die Immunfunktion, die Zellsignalisierung, die Zellzyklusregulierung und die Proteomhomöostase, also das Gleichgewicht aller Proteine im Organismus. Beschädigte Proteinstrukturen sind ein zentrales Merkmal in neurodegenerativen Erkrankungen sowie Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Hier helfen die Hitzeschockproteine, die beschädigten Proteine zu reparieren. Ebenfalls verringern sie Muskelatrophie, also Gewebeschwund, und befördern den Muskelaufbau. Somit spielt die Sauna eine wichtige Rolle im Anti-Aging und für Langlebigkeit deines Körpers. Wissenschaftler haben viele Studien durchgeführt, die zeigen, wie vorteilhaft Saunas für deine Herzgesundheit sind. Die verbesserte Durchblutung durch das Saunabad kann den Blutdruck langfristig senken, die Funktion der Blutgefäße stärken und das Risiko von Herzkrankheiten erheblich verringern. Die Zeit in der friedlichen Wärme der Sauna ermöglicht es deinem konstant arbeitenden Herzen, sich zu regenerieren. Die geförderte Durchblutung wirkt sich ebenfalls neuroprotektiv aus, so die Wissenschaft. Regelmäßige Saunagänge können das Gedächtnis genauso wie das Herz schützen, da es die Elastizität der Blutgefäße verbessert. So besteht ein niedrigeres Risiko an Demenz oder Alzheimer zu erkranken. Die Sauna ist also gut fürs Gehirn und auch deine Denkleistung. Durch die Hitze wird der Wachstumsfaktor BDNF produziert, ein Protein aus der Gruppe der Neurotrophine. Das Protein wirkt auf Neuronen im Nervensystem und stimuliert das Wachstum neuer Neuronen. BDNF moduliert die Neuroplastizität und verringert Symptome von Depression und Angststörungen. BDNF
wird auch im Muskelgewebe produziert, wo es Muskeln repariert und das Wachstum neuer Muskelzellen anregt. Für Sportler ist die Sauna also ein echtes Wundermittel. Strukturschäden im Muskelgewebe werden verhindert, während die Regeneration angetrieben wird. Die Kraft der Muskel ist größer, bleibt besser erhalten und erreicht schneller das Niveau von vor dem Training, sofern die Saunagänge richtig ausgeführt werden, ohne Fehler und auch nach dem Training. Die Performance-Steigerung passiert nicht nur in der Muskelkraft, sondern auch die maximale Sauerstoffaufnahme VO2 Max zeigt nach nur 3 Wochen erhebliche Verbesserung, wodurch eine höhere Ausdauer erzielt wird. Außerdem werden Wachstumshormone ausgeschüttet. So wurden Werte festgestellt, die 5 bis 16 Mal höher waren als die Baseline der jeweiligen Teilnehmer. Diese Effekte blieben mehrere Stunden nach dem Saunagang erhalten. Das ist nicht nur für Sportler gut, denn diese Hormone sind für jeden wichtig, um ein langes und vor allem gesundes Leben zu führen. Ein Saunagang belastet den Körper sowie eine leichte Trainingssession. Die Herzfrequenz und Blutdruck steigen. Du kommst ins Schwitzen und dein Stoffwechsel wird angeregt. Zwar verbrennt man nicht so viele Kalorien wie bei einem richtigen Training, dennoch hilft der angeregte Stoffwechsel dabei, deinen Körper in den Modus zu versetzen, besser Fett zu verbrennen und besser Muskeln aufzubauen. Es wirkt also wie ein Katalysator für dein eigentliches Training. Durch richtige Anwendung vom Saunieren kann dein Training also besser fruchten. Ebenfalls kann dein Testosteron höher gehen. Das wird beispielsweise belegt durch Verbesserungen in mehreren Blutwertmarkern wie gesagt, Testosteron, Cholesterin, das ganze Lipidpanel, CRP und anderen Entzündungsmarkern. Das Inhalieren natürlicher ätherischer Öle und Dämpfe ist sehr gut für die Bronchien. Chronische Entzündungen wie Bronchitis können abgeschwächt werden. Asthmatiker erzielen oft sehr gute Verbesserungen durch die Sauna. Konstante und richtige Saunagänge stärken dein Immunsystem und verringern Allergien. Das Lungengewebe wird stimuliert und mehrere Aspekte einer gesunden Lungenfunktion werden verbessert. Dass dein Immunsystem gestärkt wird, zeigt die gesteigerte Produktion von weißen Blutkörperchen. Wichtige Immunmarker wie Interleukine steigen. Dadurch werden Entzündungen reduziert und dein Körper regeneriert sich viel schneller und effektiver. Die Sauna ist aber nicht nur gut für den Körper, sie hat auch starke Auswirkungen auf deinen Geist und deine Emotionen. Während du in der wohltuenden Wärme entspannst, scheinen die Belastungen des Lebens zu schmelzen. Bereits ein einziger Saunagang zeigt positive physiologische Effekte im gesamten Organismus, die bis auf zellulärer Ebene sowie in den Blutwerten nachgewiesen werden können. In meinem Leben bin ich über 100 Studien durchgegangen, habe sie studiert und analysiert, wenn es um Sauna geht. Und ich meine damit wirklich studiert und analysiert und nicht nur die Überschrift gelesen, wie die meisten das machen. Und ich habe für dich eine Studie rausgesucht, die meiner Meinung nach die allerwichtigste Studie und die allerinteressanteste Studie ist. Aus dieser Studie kann man sehr wichtige Schlussfolgerungen ziehen. Deswegen gehen wir zusammen die Ergebnisse dieser Studie durch. Man muss jedoch, wie auch hier, wie bei allen anderen Themen hierzu sagen, dass man sehr vorsichtig mit Studien sein muss, da bei meiner Recherche und Ordnung des Materials auf sehr viele unsinnige Studien gestoßen bin. Nur weil es eine Studie ist, heißt es nicht, dass diese sinnig veranstaltet wurde. Denn, wie ich schon oft erklärt habe, Studien sind heutzutage ein absolutes Marketing-Tool geworden. Du findest unter Supplements, ja, wir haben hier 5 Studien, die hier alles belegen. Nein, heutzutage muss man sehr, sehr vorsichtig mit Studien sein. Diese Studie, die ich dir zeige, wurde in Finnland ausgeführt. 2300 Männer nahmen teil. Diese Studie lief 30 Jahre. Ja, das heißt, eine gewaltige Studie mit einem hohen Informationsgehalt. Deswegen habe ich diese Studie ausgewählt. Für diese Studie könnte man ein eigenständiges Video machen. Age of Inspection in Years auf der X-Achse 30 Jahre plus. Links auf der Y-Achse Accumulated Mortality Risk, also die Gefahr zu sterben, die akkumulierte. Hier seht ihr 4 verschiedene Graphen in 4 verschiedenen Farben hinterlegt, also hohes Training, niedriges Training, hohe Sauna, niedrige Saunafrequenz und über 30 Jahre, wie sich im Durchschnitt die Lebenserwartung verhalten hat. Deswegen habe ich diese Studie ausgewählt, weil die sehr, sehr viele Insights gibt. Wenn wir jetzt zum Beispiel vergleichen, hohes CRF, also hohes Cardio-Training oder hohes Training mit Gewichten und gleichzeitig niedrige Saunafrequenz. Am Ende, wenn die Person älter wird, dann steigt natürlich die Mortality. Ja, dass das sogar überholt Low CRF und Low FSB. Was bedeutet, dass Training ab einem bestimmten Alter sogar schlecht sein kann. Zweite Schlussfolgerung, die man hier ziehen kann, ist es, dass, am besten ist High CRF, also viel Training, und High FSB, viel Sauna. Das ist natürlich am allergeringsten die Mortality, bedeutet, dass Training und Sauna, wenn das kombiniert wird, einen immensen Vorteil bringt, dass sich das beides dann hochschaukelt. Kommen wir zur dritten Schlussfolgerung. Vergleichen wir Low CRF und High FSB, also wenig Training und viel Sauna, mit viel Training und Niedrigsauna. Dann sieht man, wie die Graphen auseinandergehen. Ja?
Das heißt, hier kann man schlussfolgern, dass für die Lebenserwartung an sich Sauna viel, viel wichtiger ist als Training. Wie ich auch oft meinen Klienten sage oder auch generell auf Social Media behaupte, dass Training oft sehr, sehr schlecht ist, wenn das nicht gebackupt wird durch gute Ernährung. Weil viele denken, nur weil sie trainieren, nur weil sie ins Gym gehen, nur weil sie Sport machen, dass das gesund ist. Nein, das ist ein Trugschluss. Training ist nur unter bestimmten Conditions, nur unter bestimmten Konditionen gesund. Und das ist nur, wenn die Ernährung dahinter sitzt. Wir können hier ausgehen, dass unter den 2300 Leuten eben nicht jeder weiß, wie man sich richtig ernährt. Und dementsprechend sieht man hier so eine Schere, die auseinandergeht. Also wie gesagt, Training ist nur gesund, basiert auf guter Ernährung und gutem Lifestyle. Sonst ist Training ein Faktor für Stress, ein Faktor für Alterung. Die Zellen altern, müssen sich jedes Mal neu regenerieren und können sich nicht regenerieren, wenn eben die Ernährung nicht sitzt. Und hier in dieser Studie sieht man das direkt, dass Low CRF und High FSB ist besser als High CRF und Low FSB. Sogar, ja, dass High CRF und Low FSB langfristig am schlechtesten ist. Also wenn man jetzt auf 30 Jahre plus geht. Auch eine Schlussfolgerung, die man ziehen kann, dass man das Training eventuell mit dem Alter zurückfahren sollte und nicht mehr so intensiv gestalten sollte. Dann die nächste Schlussfolgerung ist es, wenn man sich einfach mal die absoluten Zahlen anschaut. Wie viel Lebenserwartung kriege ich denn mit High CF und High FSB, also mit gutem Training und guter Sauna im Vergleich zu eben zum Beispiel gar nichts, Low CF und Low FSB. Nun, der blaue Graph endet irgendwo bei 1,35, 1,4, wobei der braune Graph endet irgendwo bei 0,4, 0,35 vielleicht. Ja, das heißt, das Dreifache, ja, dreifach erhöht ist der blaue bzw. grüne Graph langfristig. Bedeutet, wie viele Jahre könnt ihr euch denn sparen? 10, 15, 20 Jahre auf euer Leben drauf. Bedeutet, was ist die Empfehlung? Gutes Training, nicht zu starkes Training, optimales Training mit einer hohen Saunafrequenz. Was bedeutet hohe Saunafrequenz? 3, 4, 5, teilweise 6 Mal die Woche. Das wäre am allerbesten. Nun, nicht jeder von euch hat Zugang zu einer Sauna. Ich habe das Glück, ich habe hier eine Sauna direkt im Gebäude. Ich muss nur in den Fahrstuhl reingehen, einen Knopf drücken und ich bin in 1,5 Minuten in einer fantastischen Sauna. Wenn ihr nicht so einen Zugang habt, versucht euch, wenn die Möglichkeit besteht, euch in einem Gym anzumelden, wo ihr eine Sauna habt, die ihr dann zum Beispiel 4, 5, 6 Mal nach dem Training besuchen könnt, um eben so einen Effekt zu erfahren. Ihr könnt euch, wie gesagt, Lebensdauer schenken mit gutem, optimalen Training und frequentierten Saunabesuchen. Also hier auch wieder, was nehmt ihr mit? Sauna in Kombination mit Training ist super. Sauna ist sogar gesünder als Training und wichtiger als Training. Und was sollt ihr mitnehmen? Dass Training nur unter bestimmten Conditions gut ist. Training kann sogar teilweise schaden. Training kann euch Lebenserwartung und Lebensdauer nehmen. Dementsprechend, ich sage es immer wieder, es ist natürlich keine schöne Sache zu sagen, Training ist schlecht, aber es geht hier um die Wahrheit. Fakten sind Fakten. Training ist schlecht. Obwohl ich natürlich Training propagiere. Ich propagiere aber richtiges Training, intelligentes Training, nicht so hartes Training. Ja, dementsprechend auch hier wieder. Wie viele Leute kennt ihr, die gehen ins Fitnessstudio und die sehen gar keinen Progress, die sehen immer älter aus, die sind dauerdown, die haben schlechte Energie, riesiger Verschleiß. Das ist das, was Training eben nicht machen sollte. Das nimmt euch Lebenserwartung. Dementsprechend Training nur auf guter Ernährung, nur auf Basis von guter Ernährung und gutem Lifestyle. Erst dann kann das Training fruchten und in Kombination mit Sauna dementsprechend noch viel, viel besser. Das ist also, wie gesagt, die allerbeste Studie, die allerintelligenteste Studie, die allerinteressanteste Studie, wertvollste Studie, die ich zu diesem Thema kenne. Und wenn du Interesse hast, tauch in diese Studie ein, kann ich nur empfehlen zu lesen. Regelmäßige Saunagänge werden zu einer mentalen Oase, einem Rückzugsort, an dem du deine Sorgen hinter dir lassen kannst und Ruhe finden kannst. Die Ruhe kann sogar denen helfen, die unter Schlaflosigkeit leiden, nachts besser zu schlafen. Saunas sind also viel mehr als nur eine Möglichkeit zu schwitzen und zu detoxen. Sie bieten eine ganzheitliche Erfrischung für unser gesamtes Sein. Körper, Geist und Seele. Die Sauna ist ein uraltes Ritual der Verjüngung, das wir heute glücklicherweise erleben dürfen. Nicht umsonst gibt es das finnische Zitat, die Sauna ist die Apotheke des armen Mannes. Oder ebenso einer meiner Lieblings-Saunasprichwörter aus Russland, Kto parится, тот не старится, was übersetzt bedeutet, wer in die Sauna geht, wird nicht älter. Kto parится, tот не старится. Diese Gesamtheit aller physiologischen Effekte machen die Sauna zu einem wahren Anti-Aging-Wundermittel.
Die Langzeitgesundheit deiner Organe, Gefäße, Bindegewebe, Gelenke, Hormone erhalten einen Boost. Und die innere Gesundheit wird auch nach außen hin sichtbar. Die Haut wird straffer und wirkt gesünder. Man ist ausgeglichener und fühlt sich besser, entspannter. Richtiges Saunieren kann deine Lebenserwartung immens erhöhen. Stichwort hier ist richtiges Saunieren. Denn auch wie hier bei vielen anderen Instrumenten für unsere Gesundheit werden hier viele Fehler vom Mainstream begangen, sodass die Vorteile auf Null gedrückt werden und sogar im schlimmsten Fall Lebenszeit genommen wird. In die Sauna zu gehen ist eine Kunst für sich, um die gesundheitlichen Vorteile auszuschöpfen. Denn in der Sauna werden viele Fehler begangen. Ja, wenn man diese Fehler macht, dann drückt man die Benefits auf Null und wie gesagt, sogar im schlimmsten Fall wirkt sich das langfristig schlecht aus. Dementsprechend muss man wissen, wie man richtig sauniert. Heutzutage ist die größte Gefahr, die man in der Sauna ausgesetzt ist, Fehlinformation, die im Internet verbreitet wird. Über TikTok, Instagram und YouTube werden durch unerfahrene Leute teilweise gefährliche Informationen verbreitet, nur um Likes zu sammeln oder zu polarisieren. Informationen, die keine wissenschaftliche Substanz hat. Ein gefährliches Thema wurde von meinen treuen Followern sehr oft angefordert. Die Wim Hof Methode oder wie ich sie nenne, die Friedhof Methode. Die Wim Hof Methode ist eine Methode, in der man sich so lange wie möglich in Eiswasser kalter Temperatur aussetzt. Schauen wir uns als erstes die Person Wim Hof an sich an. Ich kenne Wim Hof nicht persönlich und folgende Information ist kein Angriff auf Wim Hofs Person, sondern nur eine Analyse der Situation und der Methode. Ich verstehe, dass für diese Person seine große Followerschaft und seine Camps ein großes Business sind. Allerdings müssen wir uns auch Fakten anschauen und dann könnt ihr euch selber eure eigene intelligente Meinung über Wim Hof Methode bilden. Wim Hof wurde 1959 in den Niederlanden geboren. Im Jahr 1995 ist seine Ehefrau durch ihre eigene Einwirkung verstorben, womit Wim Hof lange psychologisch zu kämpfen hatte. Das Eiswasser war der einzige Ort, an dem er nach eigener Aussage nicht an die Tragödie denken musste. Im Jahr 2008 ist Wim Hof selbst fast gestorben, nachdem er sich selbst einen Einlauf verpasste. Er hatte die Angewohnheit, in öffentlichen Brunnen zu schwimmen und dort die Fontänen für seine Einläufe zu benutzen. An diesem Tag jedoch waren die Pumpen der Fontäne stärker eingestellt und haben ihm ernsthafte innere Verletzungen zugeführt, wodurch er mehrere Wochen im Krankenhaus lag und bis heute eine extreme Narbe am Bauch trägt. Done it already like 100 times. And I put it up my ass and cleanses all my shit in my intestines. And you shit it out like that and all goes. And you feel good. This time he sat on the fountain and it was much more powerful than he had expected and it shot through all of his intestines like a water knife. Wim almost died. In fact, he was in the hospital for weeks. Seine Methoden werden immer wieder mit Todesfällen in Verbindung gebracht. Einige Quellen sprechen von über 20 Toten, einige von über 40 Todesfällen bis jetzt. Viele weitere Personen verletzten sich schwer und verbrachten lange Zeit im Krankenhaus. Erst kürzlich in 2022 wurde ein Gerichtsverfahren gegen Wim Hof eröffnet, in dem ein Vater 67 Millionen Dollar für den Tod seiner Tochter fordert und ihn aufgrund seiner Methoden haftbar machen möchte. Während die offiziellen Übungsmaterialien seit 2015 davor warnen sollen, Atemübungen im Wasser durchzuführen und klar davon abraten würden, wurde Wim Hof selbst dabei gesehen, genau solche Übungen im Jahr 2023 immer noch zu unterrichten und zu praktizieren. Die wissenschaftliche Untersuchung seiner Methoden führten zu dem Ergebnis, dass positive Effekte auf das Herz-Kreislauf-System nicht bestätigt werden konnten. Die Forscher sagen, dass die Wim Hof Methode als Zusatztherapie für Herz-Kreislauf-Erkrankungen hinterfragt werden soll.
eben weil keine positiven Effekte nachgewiesen werden können. Eine weitere Studie befasste sich sogar direkt mit Wim Hof und seinem eigenen Zwillingsbruder. Die Forscher fanden, dass praktisch kein Unterschied zwischen den beiden bestehe, obwohl Wim Hof regelmäßig extremer Kälte ausgesetzt sei und sein Bruder eben nicht. Eisbaden zu trainieren oder daran gewöhnt zu sein, ändert also nichts an der Reaktion deines Körpers auf Kälte. Zusammengefasst, was die Wim Hof aka Friedhof-Methode so schlecht macht, ist es, dass erstens, es ist extremer Stress für den Körper und auf diesen extremen Stress muss das Immunsystem reagieren. Das Immunsystem erschöpft die eigenen Ressourcen, die mühselig wieder neu aufgearbeitet werden müssen. Außerdem reagieren die Sexualhormone wie Testosteron, Frauenhormone bei der Frau, indem sie nach unten sich regulieren, nämlich eben genau wegen dem Stress, der durch das Eisbaden induziert wird. Außerdem kann man sich irreversiblen Schaden seiner Nebennierenrinde zuführen. Warum? Weil durch den extremen Stress wird der Körper in einen Flucht- bzw. Überlebensmodus versetzt. Es werden Hormone wie Adrenalin und Cortisol ausgeschüttet und diese konstante Ausschüttung dieser Hormone stresst den Körper enorm und überlastet die Nebennierenrinde. Außerdem kann man sich Organen, die sehr delikat auf Kälte reagieren, irreversiblen Schaden zuführen. Es geht nämlich um Niere, Blase und Prostata. Ich persönlich kenne Fälle abseits von meinem Coaching, wo mich Leute um Hilfe gefragt haben. Menschen, die eben Eisbaden gemacht haben, die ihrer Prostata, die ihren Nieren Schaden zugeführt haben, der nicht mehr weggeht. Diese Personen müssen teilweise eine Dialyse durchziehen und das nämlich für den Rest ihres Lebens, nur weil sie Eisbaden übertrieben haben. Dann kann man sich noch enormen Schaden zuführen, nämlich den Blutgefäßen im Kopf. Warum? Weil beim Eisbaden sitzt man nämlich normalerweise bis zum Hals. Bedeutet, es entsteht im Körper Unterdruck, hier entsteht Oberdruck. Das heißt, die Gefäße gehen zu krass auseinander, können reißen, können platzen, sodass eben Gefäße irreversibel auch beschädigt werden können. Das und vieles mehr sind Gründe, warum man Eisbaden auf keinen Fall machen sollte, sondern eben kalte Temperaturen als Kontrast eben in die Sauna integrieren sollte. Das ergibt Sinn. Aber Eisbaden und kalte Temperaturen isoliert, das mag der Körper, das mag die Gesundheit absolut nicht und man kann sich eben somit irreversiblen Schaden zuführen. Meiner Meinung nach ist es also einfach nur eine Methode, die einen Schmerz mit einem anderen Schmerz überlagern soll. Deswegen fühlen sich die Leute danach auch eventuell gar nicht mal so schlecht, sondern sind glücklich. Warum? Der Körper wird durch die Kälte in eine extreme Stresssituation überlagert, sodass natürlich, wenn man aus dem Eisbecken, aus dem Eisbad wieder aussteigt, dass der Körper Glückshormone ausschüttet, weil er gerade überlebt hat. Genau dieselben physiologischen Effekte könnte man auch genauso herstellen, indem man die Patienten oder die Eisbaden einfach, die könnte man nach Guantanamo schicken, könnte man die 2-3 Stunden einer Folter aussetzen, danach die Folter aufhören und danach würden sie genauso Glückshormone haben, weil der Körper, das Gehirn sieht, aha, wir haben das Ganze jetzt überlebt, wir sind glücklich, dass wir das Ganze überlebt haben. Dementsprechend bei dieser Methode, vor allem Wim Hof selber, laut seiner eigenen Aussagen, ein Schmerz wird mit einem anderen Schmerz überlagert. Jedoch für die Gesundheit, für den Körper, nicht nur, dass es keine Benefits hat, es ist sogar ein purer Schaden mit irreversiblen Schäden, vor allem delikate Organe, die auf Kälte sehr delikat reagieren, wie Niere, Prostata und Blase, können irreversiblen Schaden zugeführt werden. Es ist eigentlich Common Sense und sollte eigentlich keine Nachricht sein, dass man in kaltem Wasser ertrinken, erfrieren kann, dass man an Organschaden sterben kann, dass man, wie gesagt, ich kenne Fälle, wo Leute ihr Leben lang auf Dialyse sein müssen. Ich will gar nicht wissen, man kennt die Todesfälle, Minimum 20, jedoch ich persönlich will gar nicht wissen, wie viele Tausende von Leuten sich irreversiblen Schaden zugeführt haben durch diese gesunde, angebliche Methode, die erst in 10, 20 Jahren an die Oberfläche kommt, wo jemand dann an die Dialyse muss oder Probleme mit Nieren, Prostata, Blase oder auch Leber erfahren muss, leider. Ich bin tolerant und zynisch gleichzeitig. Im Endeffekt ist jeder für seine eigene Gesundheit verantwortlich und wer sowas nachahmt, vor allem wenn er von mir überlieferte Informationen nun erhält, meiner Meinung nach, der ist es dann auch selber schuld. Dann ist es nicht Wim Hofs Schuld, dass ihr sowas nachmacht, sondern dann ist es eure eigene Schuld, wenn ihr eurem Körper Schaden zuführt, der teilweise irreversibel ist. Deswegen bildet euch eure eigene intelligente wissenschaftliche Meinung abseits von irgendeinem TikTok-Hype. Während das Schweigen in dieser Hitze Wunder für Körper und Geist bewirken kann, gibt es einige wichtige Vorsichtsmaßnahmen, die wir alle treffen müssen.
Eines der größten Risiken in der Sauna ist die Überhitzung. Die Wärme fühlt sich zwar unglaublich gut an, aber wenn wir es übertreiben, können Probleme wie Dehydrierung, Hitzeerschöpfung und sogar ein Hitzeschlag auftreten. Das ist jedoch völlig vermeidbar, solange wir uns allen Anzeichen bewusst sind und wissen, wann wir unserem Körper eine Pause gönnen müssen. Achte unbedingt auf Schwindel, Übelkeit, Benommenheit oder wenn das Schwitzen sehr unangenehm wird. Wenn eines dieser Gefühle auftritt, ist es Zeit, die Sauna zu verlassen, sich hinzulegen, abzukühlen und sich zu entspannen. Die Sauna sollte erfrischend sein, nicht ein Foltertest, wie lange du die Hitze aushalten kannst. Ich sage immer wieder, die Sauna ist kein Wettbewerb, es ist keine Challenge. Wenn du als Erster rausgehen musst von allen, die drin sitzen, das macht überhaupt nichts. Ja, wie gesagt, man kennt die Situation, man sitzt dann, ich will nicht als Erster raus, weil die denken, ich bin schwach. Das ist nicht Sinn der Sauna. Sauna ist ein Ort der Entspannung. All das Schwitzen hilft dabei, Giftstoffe auszuspülen, aber du musst die verlorene Flüssigkeit wieder auffüllen. Trinke etwas Wasser, bevor du die Sauna betrittst und stelle sicher, dass du dich nach deiner Schwitzsession mit mehreren großen Gläsern wieder hydrierst. Ich empfehle warmes Wasser und kein kaltes Wasser. Warum? Wenn du kalte Getränke trinkst, was man intuitiv will, um sich abzukühlen, wir sammeln Wärme in der Sauna und wenn du ein kaltes Getränk trinkst, dann ist das Kälte von innen und dann wird der ganze Benefit neutralisiert. Das Allerbeste, was du trinken kannst, das ist warmer Tee. Tee jedoch, der nicht stimuliert, der kein Koffein enthält. Kurzer Tipp, meine Top 5 Teesorten, die ich dir empfehle für die Sauna, das ist Kamille, das ist Lemongrass, das ist Kräutertee oder Bergtee, das ist Granatapfeltee oder Blumentee. Also Teesorten, alle, die nicht stimulieren, sondern die dich weiter entspannen und die Wärme von innen noch zusätzlich geben. Das ist das Beste, was du trinken kannst. Ein Fehler, den oft viele machen. Kalte Getränke, kaltes Wasser, irgendwelche Coca-Cola, Biere. Apropos Biere. Alkohol ist ein absolutes No-Go. In der Sauna gilt absolutes Alkoholverbot, weil es das Herz doppelt belastet. Man kann umkippen und es kann sogar zum Herzstillstand kommen. Wir brauchen Sauna für Detox-Mechanismen und eben nicht, um den Körper mit Toxinen wieder zu belasten. Außerdem wird man in einem alkoholisierten Zustand keine Entspannung erlangen bzw. keinen Zen-Mode finden. Die Saunazeit sollte entspannt sein, nicht elend. Stimme dich darauf ein, was dein Körper braucht und respektiere seine Grenzen und Signale. Die größte Gefahr in der Sauna ist es, wenn Leute ausrutschen und sich dann den Kopf einschlagen. Dementsprechend hol dir schöne Crocs, hol dir schöne stabile Latschen und auf keinen Fall irgendwo hinlaufen, hinhetzen. Wenn du aufstehst und ins Kältebecken gehst, dann hetze nicht, alles langsam. Sauna ist ein Entspannungsort und kein Gym. Ja, du sollst nicht rumlaufen, du sollst nicht hetzen, sei vorsichtig. Ein weiterer Mythos ist es, dass Leute denken, wenn sie krank sind, sollten sie in die Sauna gehen, weil die Sauna die Krankheit bekämpft oder eliminiert. Allerdings ist das bloß ein Mythos. In Wahrheit kann die Krankheit viel stärker ausbrechen und dir noch mehr Probleme bereiten. Wenn du also krank bist, geh definitiv nicht in die Sauna. Außerdem hat Sauna temporär einen schlechten Einfluss auf die Fruchtbarkeit des Mannes, wobei der Frau das keine Auswirkung hat. Wenn du als Mann in den nächsten 3 Monaten ein Kind machen willst, dann solltest du 3 Monate Sauna, aber auch generell Hitze komplett meiden, weil das sich auf die Qualität der Spermien schlecht auswirkt. Dann müssen wir offen über die Hitze der finnischen Sauna reden, denn hier gibt es zwiespaltige Studien. Manche Studien sagen, dass die Hitze in der finnischen Sauna zu hoch sei, da sie eventuell Lungenkrebs hervorrufen kann. Nun, genau wie bei der Zigarette, bei der heißen finnischen Sauna atmet man heißen Dampf ein. Dieses kann das respiratorische Epithel in deiner Lunge beschädigen. Das sind also kleine Härchen, die in deiner Lunge sind und die werden durch die enorme Hitze beschädigt. Deswegen ist es nicht zu empfehlen, in die Sauna zu gehen, über 100 Grad, teilweise über 90 Grad. Die beste Temperatur ist in der Banja zwischen 40, 60 bzw. 70 Grad und vielleicht in der finnischen Sauna zwischen 70 und 90. Hier sind die Studien zwiespaltig. Manche Studien sagen, ja, das ist gefährlich. Manche Studien sagen, nein, das ist ungefährlich. Nun, es gibt nämlich eine kleine Anomalie und das ist Fakt, dass die Finnen ist dort das Lungenkrebsrisiko erhöht. Die Finnen, die machen mehr Sauna als die Schweden und als die Norweger. Studien bestätigen dies nicht, das ist unklar. Jedoch würde ich persönlich da vorsichtig sein. Ich gehe nicht in die super heiße Sauna. Ich mag die Banja zwischen 40 und 70 Grad, sehr angenehme Luftfeuchtigkeit und in der finnischen Sauna, wenn es wirklich sehr, sehr heiß ist. Es muss nicht unbedingt sein, dass ich ganz oben sitze, weil eben durch die Hitze, logisch, dafür braucht man jetzt keine Studie,
Da kann man sich Schleimhäute und Lunge beschädigen. Das wollen wir nicht haben. Deswegen passt mit den Temperaturen auf. Passt auf das Atmen auf. Das heißt, wenn ihr einatmet und wenn es heiß ist, dann setzt euch runter, legt euch hin, horizontal, sodass ihr nicht die Hitze einatmet. Auf eurer Haut findet ihr 2 Arten von Poren. Einmal Schwitzporen und einmal Poren, die mit eurem Lymphsystem zusammenhängen. Die Schwitzporen kühlen euch ab. Über die Lymphporen könnt ihr detoxen. Ist die Temperatur zu hoch, eine unnatürliche Temperatur, die man in der Natur gar nicht findet, sagen wir mal 60, 70, 80, vor allem 100 Grad plus, schließen sich die Lymphporen, weil der Körper sich fokussieren muss auf das Abkühlen. Das bedeutet, ihr dehydriert, ihr schwitzt und detoxt dann gar nicht. Deswegen die allerbeste Temperatur ist eben bis 100 Grad. Am besten ist da für den Detox eben die russische Vanya zwischen 40 und 70 Grad mit einer hohen Luftfeuchtigkeit oder auch Hamam. In der finnischen Sauna muss man, wie gesagt, dementsprechend aufpassen, dass es nicht zu heiß wird. Auf jeden Fall nicht über 100 Grad, denn ihr wollt einen Detox-Prozess erreichen und eben nicht einfach nur dehydrieren und gestresst sein und eure Schleimhäute und Haut und Haare kaputt machen. Dann sehr, sehr wichtig für die Sauna ist nämlich so ein Saunahut, um dein Gesicht, deine Haare und deinen Kopf zu schützen. Die Temperatur kann sehr stark hochgehen. Du hast im Kopf sehr dünne Blutgefäße und die können platzen. Deswegen musst du deinen Kopf schützen, deine dünne Haut schützen, damit die nicht verbrennt, deine Haare schützen. Deswegen ist so ein Saunahut, den meine Klienten bekommen, ein absolutes Muss. Und viele Leute fragen, ab wie viel Grad soll ich den denn anziehen? Die Antwort ist ganz klar. Egal wie viel Grad. Wenn du in die Sauna gehst, dann musst du so einen Hut anziehen. Nicht nur wegen den gesundheitlichen Vorteilen, sondern natürlich auch, damit du der stylischste in der Sauna bist. Wenn du diese einfachen Vorsichtsmaßnahmen beachtest, ist die Sauna ein tolles Erlebnis. Überschreite also nicht deine Komfortgrenzen. Wir sind hier nicht im Gym. Genieße die Hitze und lass die Magie von innen nach außen wirken. Entspann dich, hab ein schönes Erlebnis. Geh eben nicht unbedingt an deine maximalen Grenzen. Immer nur ein bisschen bis zum Diskomfort und dann geh raus. Ich gehe in die Sauna aus 3 Gründen. Erstens, um eine gute und entspannte Zeit zu haben. Zweitens, für die Gesundheit generell. Und drittens, weil es mir Freude bereitet. Wenn wir uns in der Sauna befinden und aushalten, uns zwingen, uns quälen, das hat nichts mit Freude, Entspannung und Gesundheit zu tun. Sauna ist kein Wettbewerb und kein Sport. Wenn du dich nicht komfortabel fühlst, verlasse die Sauna. Sich zwingen und quälen ist das Gegenteil von Gesundheit. Die Sauna hilft uns nicht nur für unsere körperliche Gesundheit, sondern auch für unsere mentale Gesundheit, um Stress abzubauen, um in deinen Zen-Modus zu kommen. Ein berühmter russischer Ausdruck, iди v banю, geh in die Banja. Sowas sagt man zu jemandem, der einen stresst oder selbst voller Stress ist. Also entspann dich mal. In unserem nächsten Kapitel werden wir einige Tipps und bewährte Methoden besprechen, wie du das Beste aus deinem Saunagang herausholen kannst. Ich habe euch gefragt auf meinem Instagram-Profil, was wollt ihr über Sauna wissen? Über 300 Fragen. Und die meistgestellte Frage war, wie oft Sauna, wie intensiv, wie ist der ideale Saunaablauf? In der Sauna Folgendes. Es kommt erstmal darauf an, was habt ihr für eine Sauna. Es gibt nämlich keine Idealtemperatur, es gibt keine ideale Feuchtigkeit. Alle Saunas und Banyas sind verschieden und die Temperatur geht konstant hoch und runter, genauso wie die Luftfeuchtigkeit. Dementsprechend müsst ihr ein Fingerspitzengefühl bekommen. Nämlich, es ist kein Wettbewerb, sondern jede Sauna ist verschieden. Ihr müsst bis zu eurem Komfortlimit gehen. Egal ob Anfänger, Fortgeschritten oder Experte, die Dauer eines Saunagangs ist ungefähr immer die gleiche. Und zwar bis zu 10 Minuten und nie länger. Der einzige Unterschied ist dann nämlich die Intensität, also die Temperatur oder wie die Luft in dem Saunaraum zirkuliert. Deswegen unterscheidet sich auch die Saunaergonomie. Ja, jede Sauna ist verschieden. Das Einzige, was gleich bleibt, ist, geht nicht über euer Komfortlimit und versucht ein Gefühl für die Temperatur zu bekommen. Was ist die beste Position in der Sauna? Die beste Position am besten liegend, damit der Körper gleichmäßig mit der Temperatur ausgesetzt ist, sodass die Füße nicht kühler sind als der Kopf, damit kein Druckunterschied entsteht. Falls man keinen Platz hat und sitzen muss, dann empfehle ich den Schneidersitz, um die Füße näher zum Oberkörper zu bringen. Wie viele Sätze man machen sollte? Nun, das hängt dann mit eurer Saunaerfahrung zusammen, wie viel ihr überhaupt könnt. Da muss man auf sein eigenes Gefühl hören. An manchen Tagen hat man eine schlechte Tagesform, da muss man sehr mild Sauna machen. An manchen Tagen kann man schon mehr in die Sauna gehen. Ich mache ungefähr 4, 5 Sätze immer und zwischen den Sätzen mache ich immer 10, 15, 20
bis zu maximal einer halben Stunde Pause, bis ich wieder den nächsten Gang mache. Wie oft geht man in die Sauna in der Woche? Die Studie mit den Finnländern vor allem hat gezeigt, dass 4, 5, 6 Mal die Woche in der Sauna ideal ist. Bedeutet, das wäre die optimale Frequenz. Einmal Sauna im Monat, naja, davon wirst du jetzt keine riesigen Benefits bekommen. Vielleicht zur Entspannung, ja, aber die wirklichen Benefits wie stärkeres Immunsystem, besseres Herz-Kreislauf-System kann man sich nur aufbauen, wenn man eben öfter in die Sauna geht. 3, 4, 5, 6 Mal die Woche wäre super. Dementsprechend, wenn du keine Sauna zu Hause hast, meine Empfehlung, such dir ein Gym, was eine Sauna hat. Das wäre von Vorteil, dann kannst du eben diese Frequenz aufbauen. Am Anfang sollte man sich mental auf die Sauna vorbereiten. Negativität und Sorgen versuchen außerhalb zu lassen, sich versuchen schon im Vorhinein zu entspannen und sich auf die Sauna und die Ruhe zu freuen. Zunächst, was du tragen und mitbringen solltest. Das Saunaleben dreht sich darum, Minimalismus zu schätzen, leichte, atmungsaktive und vor allem natürliche Stoffe. Ein Bademantel, ein einfaches, um die Taille gewickeltes Handtuch aus einem natürlichen Material sind perfekt. Stelle sicher, dass du ein flauschiges Handtuch auch zum Sitzen benutzt, um deinen hart erarbeiteten Schweiß aufsaugen zu lassen. Es gehört zur guten Saunaetikett, sich vor der Saunasitzung gründlich zu reinigen und abzuspülen. Mit guter Seife, mit gutem Shampoo, vielleicht ein Scrub, sich rasieren, alles an Dreck, alles muss runter. Das hilft, Schmutz und Öle von deiner Haut zu entfernen, damit du die Luft nicht mit unangenehmen Gerüchen verschmutzt. Es ist eine kleine, rücksichtsvolle Geste, die Respekt für deine Mitbadenden zeigt. Denn das ist ein Fehler, den sehr viele machen. Sie duschen sich nach der Sauna. Während der Sauna schwitzt du wichtige Lipide, schwitzt man raus. Die wirken protektiv, also die schützen deine Haut, die hydrieren deine Haut, die schützen deine Haut vor der Hitze. Den Fehler, den viele machen, ist, sie waschen sich diese protektive Schicht, diese Schutzschicht nach der Sauna wieder weg mit Seife. Dadurch trocknet die Haut immens aus. Bedeutet, vermeide diese Fehler, dusch vor der Sauna, reinige dich gründlich vor der Sauna, Scrub, rasieren, Massage, reinigen, vernünftig duschen und dann nach der Sauna bzw. zwischen den Saunagängen einfach nur mit warmem Wasser abduschen. Danach geht man in eine Ganzkörpermassage, vorausgesetzt man hat Zugang zu so einer. Zum Beispiel eine Lymphmassage, um den Körper aufzuwärmen und damit die Lymphe noch besser in der Sauna fließen kann. Eine Massage vor der Sauna beschleunigt den Detox-Prozess in der Sauna. Wenn du erst einmal drinnen bist, mach dir mentale Notizen über das richtige Saunaverhalten. Dies ist ein ruhiger, gemeinschaftlicher Raum, also halte Gespräche auf Flüsterlautstärke und setze dich auf dein Handtuch, um eben deinen Dreck nicht zu hinterlassen. Ein großer Teil der Saunaatmosphäre dreht sich darum, die friedliche Ruhe zu schätzen, sei also achtsam und respektvoll gegenüber allen anderen, die auf der gleichen Entspannungsreise sind. Andere Saunaerlebnisse können in eine festliche Richtung gehen mit sehr animierten Saunameistern und ausgelassener Stimmung. Hier sind laute Gespräche und Witze und Gelächter Teil des guten Tons. Eine gute Vorbereitung und die Einhaltung der Saunaetikett sind der Schlüssel zu einem erfrischenden, glückseligen Erlebnis. Wie erklärt, sollte ein Saunagang nicht länger als 10 Minuten sein. Als Fortgeschrittener kann man sich schon einen Temperaturkontrast aufbauen. Ein Temperaturkontrast verstärkt den Saunaeffekt ungemein. Bei einem Saunagang kann die Temperatur auf der Haut bis zu 40 Grad erreichen. Das Ziel von deinem Organismus ist es, deine inneren Organe abzukühlen und somit zu schützen. Dieser Schutzmechanismus im Körper heißt Thermoregulation. Wenn wir also nun einen Temperaturkontrast benutzen, sei es eine kalte Dusche, ein Eisbad oder kaltes Wasser in einem See, ist es nun enormer Stress für den Körper, da er nun rasant von Abkühlung zur Aufwärmung schalten muss. Was nun passiert, ist, dass das warme Blut an der Hautwand rasant in das Innere des Körpers fließt. Es entsteht also eine ähnliche Situation wie bei einer Immunreaktion, ein Mechanismus, der verstärkt Viren, Bakterien, Pilze und andere Befälle im Inneren bekämpft. Dazu kommt es noch zu einer langfristigen endogenen Immunmodulation, sodass dein Immunsystem langfristig stärker wird. Ich gebe dir ein Beispiel. Man geht in die Sauna für 7 Minuten, wärmt sich gut auf, schwitzt, bis an die Komfortgrenze und geht dann zum Beispiel unter eine kalte Dusche. Für ungefähr eine halbe Minute bis zu einer Minute, so kalt es geht. Und dann geht man wieder für 2, 3, 4, 5 maximal Minuten wieder in die Sauna, um sich aufzuwärmen. Man erzeugt einen Heiß-Kalt-Heiß-Wechsel. Die Gefäße gehen auseinander, gehen wieder zusammen und gehen wieder auseinander. Das bewirkt, dass die Elastizität der Blutgefäße sich verbessert, eben durch diese Bewegung. Wenn man schon Profi ist, dann kann man den Kontrast erweitern. Bedeutet, man geht heißer in die Sauna und dann kann man auch ins Eisbad gehen.
Voraussetzung ist, das wird oft bei der Friedhof aka Wim Hof Methode gemacht. Dort sitzt man bis zum Kopf im Eisbad, was nochmal dreifach so schlecht ist. Wenn man es richtig macht, einen Kontrast, muss man in ein Eisbecken gehen mit dem Kopf unter Wasser. Was geschieht, wenn man nicht mit dem Kopf unter Wasser geht? Es entsteht Über- und Unterdruck. Bedeutet hier, im Körper ziehen sich die Gefäße zusammen und im Kopf gehen die Gefäße kurzfristig auseinander. Es kann zum Schlaganfall kommen, es kann dazu kommen, dass man umkippt, es kann dazu kommen, dass Blutgefäße sogar platzen. Bedeutet, wenn man einen Kontrast macht, in diesem Fall ist dann ein Kältebad, ein Eisbad gut, muss man auch unter Wasser gehen. Der Standardprozess wäre, dass man 3-mal mit dem Kopf unter Wasser geht. Das geht ungefähr dann 30 bis 60 Sekunden. Und dann geht man wieder zurück in die Sauna. Hier vorsichtig sein, nicht hin und her laufen. Das ist ein Fehler, den oft viele machen, weil dieser Kontrast eben sehr stark ist und man sich eventuell unwohl fühlt. Aber dieser Kontrast ist extrem gut fürs Immunsystem. Es ist sehr gut für die Blutgefäße. Jedoch darf man diese nicht als Anfänger machen, sondern muss sich leicht upgraden. Bedeutet, man macht erstmal ohne Kontraste als Anfänger, einfach paar Sätze, 10 Minuten. Als Fortgeschrittener kann man schon kalte Duschen mit reinnehmen, zwischen den Saunagängen, beziehungsweise 7 Minuten in der Sauna, 1 Minute duschen, 2-3 Minuten Sauna und dann relaxen. Als Profi kann man schon Eisbäder, Kältebäder benutzen, um diesen Kontrast zu erzeugen. Wenn du als Fortgeschrittener Temperaturkontraste einbauen willst, dann solltest du Minimum 5-6 Sätze pro Saunatag machen und solltest diese Kontraste erst Minimum ab dem 2., am besten ab dem 3. Satz leicht einführen. In den ersten 1-2 Sätzen solltest du einfach 10 Minuten in die Sauna gehen und einfach nur die Wärme sammeln. Du solltest Wärme bis zu den Knochen spüren. Du solltest richtig warm sein, bevor du überhaupt die Kontraste einführst. Und Super-Experten, die können noch Veniki dazu nehmen, also noch die Sträucher, die das Ganze noch extra heißer machen, die dich währenddessen noch massieren. Das Ganze ist intensiver. Damit kann man einen noch heftigeren Kontrast aufbauen. Leider sind diese Veniki nicht immer zugänglich und dafür braucht man einen Baniermeister, der diese ganze Zeremonie durchführt. Aber du musst wissen, sowas wäre das Nonplusultra. Ja, eine Sauna mit Kontrast, mit Veniki, mit Massagen, mit Sound- und Phytoritualen, ja, mit Phytotherapie und Soundritualen zur Entspannung. Das wäre das optimale Saunaerlebnis. Nach der Sauna sollte man sich entspannen. Es gibt zum Beispiel bestimmte Schaukeln zum Schlafen. Es gibt Saunen, die bieten eine Soundtherapie an, zum Beispiel mit einem Gong oder mit solchen Singing Bowls aus Tibet oder sogar Glocken. Ja, man sollte sich ausruhen, Tee trinken und runterkommen. Man soll sich entspannen. Man soll sich gut fühlen und die Sauna mit einem Lächeln verlassen. Viele haben gefragt, was soll ich denn in der Sauna essen und trinken? Nun, man sollte definitiv nicht mit vollem Bauch in die Sauna gehen. Wenn, dann nur leichtes Essen. Leichtes und warmes Essen, wie zum Beispiel Suppen, sind zu bevorzugen. Das beste Getränk für die Sauna und Entspannung ist warmer Tee. Der Tee gibt zusätzlich Wärme von innen und entspannt den Geist. Trinken von kaltem Wasser vermeiden, da es von innen Kälte gibt. Die Gefäße ziehen sich wieder zusammen und man mindert den positiven Effekt der Saunawärme. Kaltes Wasser verbleibt länger im Magen, bis der Körper mit der eigenen Wärme das kalte Wasser aufgewärmt hat. Der Körper gibt also die gewonnene Wärme wieder ab. Viele haben mich gefragt, ob Kinder in die Sauna dürfen. Ich empfehle mit Kindern erst ab dem 5. Lebensjahr in die Sauna zu starten. Das Immunsystem des Kindes ist noch nicht richtig aufgebaut und die Funktion der Thermoregulation des Kindes ist auch noch nicht gereift. Zwischen dem Alter von 5 bis 8 ist es in Ordnung für das Kind, in die milde Sauna zu gehen. Zum Beispiel 40 bis 45 Grad. Ab dem Alter von 8 kann das Kind schon höheren Temperaturen ausgesetzt sein, da das Immunsystem und die Thermoregulation dafür gereift sind. Und das Kind auch in der Lage ist, Diskomfort auszudrücken und einzuschätzen, wie es sich fühlt. Was ein Kind bis zum Jugendalter nicht machen sollte, ist der Kontrast in der Sauna mit kalten Temperaturen. Vorteile für das Kind, wenn es in die Sauna geht: stärkeres Immunsystem, höheres Gesundheits- und Hygienebewusstsein, Verlust vor Angst vor Nacktheit. Auf keinen Fall das Kind zwingen, in die Sauna zu gehen. Wenn das Kind nicht möchte, nicht versuchen zu zwingen, um ein traumatisches Erlebnis zu verhindern. Vergiss nicht, ein Kind hat noch nicht gereifte Mechanismen, die ein Erwachsener eben hat. Was sind die Unterschiede in Saunagängen für Männer und Frauen? Nun, Frau und Mann, das sind 2 komplett verschiedene Systeme. Das sind 2 komplett verschiedene Lifestyles. Der Mann ist oft angespannt, der Mann ist oft gestresst durch Verantwortung, durch Aufgaben. Er braucht also eine relaxierende, eine beruhigende Sauna, vor allem für die Muskulatur. Die Frau, die wird oft nicht stimuliert, ist oft in stressigen Gedanken verhakt und gefangen, braucht also eher eine stärkere, stimulierende Sauna.
Die Sauna für den Mann sollte also tendenziell eine Entspannung für den Körper sein. Die Sauna für die Frau sollte eher tendenziell eine Entspannung für den Geist sein. Da diese zwei Systeme komplett unterschiedlich sind, gibt es auch verschiedene Hotspots. Und zwar berühmte Banya-Meister bringen bei, dass sowohl Frau als Mann tendenziell bestimmte Schwäche-Spots haben. Also Hotspots, wo man extra Wärme drauf gibt. Für den Mann sind Hotspots Niere und unterer Rücken, vor allem weil da Niere, Prostata und Blase sich befinden, die, anatomisch schon bei Männern eher schwach sind, vor allem weil die an der fast Hautoberfläche liegen, wo viel Kälte rankommen kann und Probleme bereiten kann. Deswegen sollte man Niere und unteren Rücken mehr mit Wärme belasten. Vor allem auch Arme und Unterarme und Nacken, weil der Mann oft verspannt ist, oft unter Stress, oft ist die Muskulatur verspannt. Das ist da, wo man extra Wärme drauf gibt. Und natürlich Mann und Frau, beide Füße. Ja, Füße sind sehr, sehr wichtig. Die Extremitäten, dass man die Füße sehr, sehr gut mit Wärme behandelt. Bei Frauen sind solche Hotspots Gluteus und Beine und Waden, da wo oft Zellulitis auftreten, also an Beinen und am Po. Ja, oberer Rücken und auch hier Füße, sehr, sehr wichtig bei beiden. Es gibt ein weiteres russisches Sprichwort. Держи ноги в тепле, голову в холоде, желудок в голоде. Was bedeutet, halte deine Beine im Warmen, deinen Kopf im Kühlen und dein Magen, er soll am besten etwas hungern. Was ist denn mit Sauna nach dem Training? Ist das gut oder schlecht? Die Antwort ist, kommt drauf an. Sauna ist Stress, Training ist Stress. Dementsprechend muss man, wenn man trainiert, sich erstmal vernünftig ernähren, sonst ist das Training für die Katz. Aber wenn die Ernährung sitzt und das Trainingssystem sinnig ist, dann kann man auch sinnig in die Sauna gehen. Jedoch sollte man da intensive Maßnahmen, intensive Saunagänge vermeiden, wie zum Beispiel Kontrast. Dann geht man eher in eine entspannende, milde Sauna, einfach nur um etwas Wärme zu tanken, sollte aber definitiv nicht den Körper mit intensiven Saunagängen stressen. Denn das wäre ein No-Go und würde den Körper noch extra stressen, noch extra dehydrieren. Deswegen sollte man sich am besten nach dem Training etwas erholen, vielleicht eine kleine Mahlzeit essen, wie eine kleine warme Suppe oder eine kleine Portion an hochwertigen Proteinen und Fetten und dann kann man entspannt in eine milde Sauna gehen und das wäre ein großartiger Benefit für die Recovery und Regeneration nach dem Training. Der Saunagang ist definitiv eine Kunstform mit Ritualen, die über Jahrhunderte verfeinert wurden. Aber es geht auch um Einfachheit, sich richtig vorzubereiten, den Raum und die Tradition zu respektieren und präsent zu sein, während man die Hitze ihre Magie wirken lässt. Dieses ganzheitliche Erlebnis für Körper und Geist ist so viel mehr als nur eine Möglichkeit, heiß zu werden und zu schwitzen. In unserem nächsten Kapitel werden wir in faszinierenden Geschichten, Überlieferungen und Mythen eintauchen, die diese dampfenden Heiligtümer umgeben. Es steckt mehr hinter der Saunageschichte, als du vielleicht denkst. Beginnen wir mit einem wilden, aber wahren Fakt über Finnland. Wusstest du, dass es in Finnland ungefähr genauso viele Saunas wie es Haushalte gibt? Unglaublich. Schätzungen zufolge gibt es in Finnland 3 Millionen Saunas bei einer Bevölkerung von 5,5 Millionen. Große Unternehmen und staatliche Institutionen haben ihre eigenen Saunas. Der Präsident hat eine offizielle Sauna, ebenso wie der Premierminister. Das zeigt, wie tief dieses Hitzebad-Ritual in der finnischen Kultur und Identität verwurzelt ist. Sie haben sogar ein Sprichwort, das wunderschön übersetzt bedeutet, in die Sauna zu gehen bedeutet, sich selbst neu zu gebären. Es gibt heutzutage sogar mobile Saunas, ein weiterer Schritt in der Entwicklung der Saunas. Diese können an verschiedene Orte transportiert werden, sodass die Menschen Saunaerlebnisse in verschiedenen Umgebungen machen können. Von städtischen Gebieten bis hin zu abgelegenen Wildnisregionen. Es gibt auch schwimmende Saunas, die eine wirklich kreative Architektur und Erfindungsgabe zeigen. Sie bieten ein immersives Saunaerlebnis, umgeben von natürlicher Schönheit des Wassers und der Landschaft. Diese schwimmenden Saunas sind zu ikonischen Symbolen der skandinavischen Saunakultur geworden, die Tradition und Innovation verbinden. Man möchte hier die Nähe der Natur mit der Sauna verbinden, sodass man ein noch entspannteres Erlebnis erzeugt. Die Sauna-Weltmeisterschaften waren eine jährliche Veranstaltung, die von 1999 bis 2010 in Finnland stattfand. Dieser Wettbewerb zog Teilnehmer aus der ganzen Welt an, die darum kämpften, wer die höchsten Temperaturen am längsten aushalten konnte.
Das führte zu Kontroversen und Sicherheitsbedenken. Diese Veranstaltung wurde 2010 endgültig eingestellt, nachdem eine Tragödie eingetreten war, bei der ein Teilnehmer leider ums Leben kam. Das ist eine tragische Erinnerung an die Risiken, die mit extremen Saunatemperaturen verbunden sind. Und wie wichtig ist es, vorsichtig zu sein. Denn ich habe dir eben schon gesagt, Sauna ist definitiv kein Sport und kein Wettbewerb. In Russland gibt es ebenfalls Saunawettbewerbe, die meiner Meinung nach viel mehr Sinn ergeben, nämlich die Banya-Weltmeisterschaften, die Banya-Meister-Wettbewerbe. Dort treten Banya-Meister gegeneinander an, wer schafft es, die beste Zeremonie zu machen. Wer erzeugt den besten Dampf, das beste Aroma, das angenehmste Erlebnis? Wer geht am besten mit den Veniki um? Wer macht die besten Massagen? Ich hatte das Glück, von Banya-Meistern Russlands, Weißrusslands und der Ukraine persönlich zu lernen und ihre Zeremonien zu besuchen. In Estland ist die Saunakultur tief verwurzelt und die Einheimischen nehmen regelmäßig an Saunamarathons teil. Dabei handelt es sich nicht um einen Ausdauerwettbewerb, wer länger in der Hitze aushält. Hier werden mehrere Saunas entlang einer festgelegten Route aufgestellt. Die Teilnehmer, oft in Gruppen von Freunden oder Familie, machen sich auf den Weg, um innerhalb eines festgelegten Zeitrahmens, meist eines Tages oder eines Wochenendes, so viele Saunas wie möglich zu besuchen. Wer am schnellsten jede Sauna besucht und mindestens 3 Minuten darin verbringt, ist der Sieger. Doch viele Menschen besuchen diese Events ohne den Wettbewerbsgedanken und kommen einfach nur, um zu entspannen. Doch beim Saunamarathon geht es nicht nur um Entspannung, sondern auch um ein gesellschaftliches Ereignis, bei dem Menschen zusammenkommen, um Gemeinschaft und Kameradschaft zu feiern. Zwischen den Saunagängen werden Essen, Geschichten und Gelächter geteilt. In den letzten Jahren ist der Saunamarathon zu einer bekannten Touristenattraktion geworden. In den 50er und 60er Jahren besuchte der sowjetische Ministerpräsident Nikita Chruschtschow Finnland mehrfach. Während seiner Aufenthalte wurde er vom finnischen Präsidenten Urho Kekkonen zu Saunagängen eingeladen. Es heißt, dass Chruschtschow die Erfahrung so sehr genoss, dass er stundenlang in der Sauna verbrachte, was zu informellen Gesprächen führte, die dazu beitrugen, die Beziehung zwischen den beiden Ländern zu verbessern. Denn wir wissen, Russland und Finnland hatten nicht unbedingt die beste Beziehung wegen dem russisch-finnischen Krieg. Diese Praxis der Saunadiplomatie setzte sich während des gesamten Kalten Krieges fort und wird als Beitrag zur friedlichen Koexistenz zwischen Finnland und der Sowjetunion angesehen. Sie ist ein Beweis für die Kraft der Sauna, politische Differenzen zu überwinden und sinnvolle Verbindungen zwischen Menschen herzustellen. Oft wird die Sauna bzw. Banya in Russland, Weißrussland und der Ukraine als Verhandlungsort für Unternehmer benutzt, da diese zum einen ein Ort der Entspannung und Freude ist, zum anderen ist es eine private bzw. ein diskreter Ort, wo man nackt ist. Ja, somit kann man kein Diktaphon oder ähnliches dabei haben, da man eben nackt ist. Ein wichtiges Sprichwort in der Banya in Russland, Banya Generalov нет, was bedeutet, in der Banya gibt es keine Generäle, alle sind nackt und gleichgestellt. Sowohl der Soldat als auch der General in der Banya, alle sind gleich, da gibt es keine Order, da gibt es keine Befehle, alle sind gleichgestellt. In den 90er Jahren fand der Begriff Saunafreundschaft seinen Weg ins politische Lexikon Deutschlands. Boris Jelzin und Helmut Kohl trafen sich oft mal in der Sauna, um Verhandlungen zu führen und um ihre Freundschaft zu pflegen. Der russische Präsident Wladimir Putin lud den ehemaligen Kanzler Gerhard Schröder in die Sauna ein. Die Sauna fing Feuer und Putin sagte zu Schröder, Sie müssen schnell raus, doch Schröder kippte sich ein Bier ein und sagte, warte, bis ich mein Bier getrunken habe, dann gehen wir. Putin fragte, ob er verrückt sei, doch Schröder trinkt erst ein Bier aus, bevor er die brennende Sauna verließ. Die Beliebtheit der Sauna hat sich im Laufe der Jahrhunderte weit verbreitet und ist in Kulturen auf der ganzen Welt verankert. Natürlich entstanden mit der Verbreitung der Kultur auch viele Mythen und Fabeln rund um die Sauna. Man hört Geschichten darüber, wie böse Geister abwehren oder wie sie die Fruchtbarkeit steigern können. Die Sauna hat tiefe Wurzeln in der Mythologie. In Finnland gibt es den Glauben an Saunaelfen. Saunaelfen seien kleine Wesen, die vor schlechten Ereignissen in der Zukunft warnen konnten, weshalb es wichtig sei, sie zufriedenzustellen. Zu einigen Traditionen gehört es, Gaben wie Brot oder einen Schuss Alkohol zu hinterlassen und die Tür der Sauna offen zu lassen, damit die Elfen die Sauna nach den Menschen nutzen können. In Russland wird die Banya vom slawischen Badehausgeist Bannik bewohnt. Er soll die Fähigkeit haben, die Zukunft vorherzusagen. Man befragte ihn, indem man mit dem Rücken zur halb geöffneten Tür des Bades stand. Wenn die Zukunft Gutes verheißt, streichelt er den Rücken liebevoll. Bei den schlechten Aussichten packt er den Rücken mit seinen Krallen. Solche kleinen, liebevollen Traditionen zeigen, wie groß die Liebe für Sauna und Banya in diesen Kulturen ist. Aber der wahre Zauber der Sauna liegt in ihren einfachen, aber wirkungsvollen gesundheitlichen Vorteilen. Von der Stresslinderung über die Verbesserung der Durchblutung bis hin zu diesem tiefgreifenden Gefühl der Verjüngung. Das ist die wahre Magie der Sauna. Letztendlich dienen all diese Geschichten und Legenden nur dazu, unsere Wertschätzung für die reiche Kultur der Sauna zu vertiefen. Dieses dampfende Heiligtum ist nicht nur ein Ort,
an dem man ins Schwitzen kommt. Es ist eine jahrhundertealte Tradition, die von Geschichte, Geschichten erzählen, Gemeinschaftsbildung und Selbsterneuerung aus der ganzen Welt durchdrungen ist. Als nächstes freue ich mich darauf, einige persönliche Erfahrungen aus meinem Coaching zu teilen. Ich bringe die Saunakultur stets allen meinen Klienten näher und zeige dir die positiven Auswirkungen, die das hat. In meinem Coaching kommen viele Leute zu mir, weil sie mit Problemen wie Gelenkschmerzen oder verrücktem Stress, zum Beispiel Unternehmer, im Alltag zu kämpfen haben. Sobald sie anfangen, die Sauna regelmäßig nach meinen Anweisungen zu nutzen, entstehen erhebliche Verbesserungen. Die Hitze und der Dampf wirken einfach Wunder. Auch die vielen Sportler, Profisportler in meinem Coaching nutzen die Sauna regelmäßig, um ihre Muskelregeneration anzutreiben. Auch dazu gibt es interessante Studien, die positive Effekte belegen, so zum Beispiel Schmerzlinderung, Vermeidung von Strukturschäden in Muskeln und in den Bändern, höheres Testosteron, bessere Recovery Rates und bei einem Saunagang nach dem Training bleibt die Kraft im Muskel besser erhalten. In meinem Coaching kommen Leute zu mir mit vielen verschiedenen gesundheitlichen Problemen, sei es Übergewicht, ein hormonelles Problem wie niedriges Testosteron, Schilddrüsenprobleme, hormonelle Akne, schlechte Energie, Depression oder Antriebslosigkeit. Regelmäßige Saunagänge empfehle ich individualisiert für meine Kunden, um bei diesen Problemen zu helfen. Sauna kann in solchen Fällen ein guter Zusatzhebel bzw. Bonus sein, der die Heilung beschleunigt, vorausgesetzt nämlich es wird richtig und fehlerfrei umgesetzt. Ebenso empfehle ich das den Profisportlern, die ich betreue, um ihre Regeneration anzutreiben, damit sie mit dem hohen Trainingsvolumen hinterherkommen. Ich habe kürzlich den offiziellen Nikki Bra Saunahut kreiert, den man hier hinter mir sieht. Es war ein langer Prozess, die perfekten Materialien, das perfekte Design zu finden, aber ich wollte den Traditionen Respekt zollen und gleichzeitig höchste Qualität gewährleisten für meine Klienten. Also bekommen alle meine treuen Kunden einen dieser Hüte als persönliches Geschenk von mir. Auf diese Art und Weise könnt ihr vollständig in das authentische Saunaerlebnis eintauchen und all die gesundheitlichen Vorteile ernten. Es ist meine Art, die Tradition von Gemeinschaft weiterzuführen. Hier links seht ihr nämlich den Hut von Saint-Denis. Das ist die berühmteste Saunalandschaft, die älteste öffentliche Saunalandschaft der Welt von 1808. Eine der besten Saunas, die überhaupt existieren. Und diesen Hut kriegt man, wenn man in der Champions League da saunieren geht, wo ich auch war. Die höchste, die heißeste Stufe. Und ich muss sagen, das ist wirklich der beste Saunahut, den ich jemals gesehen habe vom Material, vom Design. Er ist wunderschön und daran habe ich mich orientiert, um nämlich den zweitbesten Saunahut der Welt herzustellen. Ich habe mich also an den Besten orientiert und meine Klienten kriegen diesen geilen Saunahut, der wirklich sehr, sehr ähnlich ist. Es ist dasselbe Material, ein anderes geiles Design, aber die Ergonomie, das Material, das ist alles gleich. Ich habe mich am besten Saunahut der Welt orientiert. Saunas sind einfach die ultimative Wellnessbelohnung. Wenn man erst einmal eine Routine aufbaut, will man sie nicht mehr vermissen. Es wird ein Teil eurer Gesundheit, eures Wohlbefindens, eures Lebens, ein Teil, den man euch nicht mehr wegnehmen kann. Es ist ein Lifestyle. Ihr werdet so einen Benefit spüren, ohne könnt ihr nicht mehr leben. Also meine Saunafreunde, wir sind am Ende unserer Reise durch die dampfende Welt der Saunas angekommen. Von der Erforschung der Wurzeln dieser alten Tradition über die Entschlüsselung all der erstaunlichen gesundheitlichen Vorteile bis hin zur Entdeckung von Fakten und persönlichen Geschichten aus Saunagemeinschaften auf der ganzen Welt. Ich hoffe, du hast eine neue Wertschätzung für dieses Ritual gefunden. Die Sauna ist ein geschätztes Mittel zur spirituellen Erneuerung und Wiedergeburt. Gleichzeitig sind es Orte der menschlichen Verbindung und Kameradschaft zwischen Saunaliebhabern. Ob schrullig, tiefgründig, alt oder jung, es ist die Fähigkeit der Sauna, menschliche Erfahrungen zu vereinen, die sich so besonders macht. Lass mich in den Kommentaren von deinen persönlichen Saunageschichten, Fragen, Funfacts oder Erkenntnissen wissen. Je mehr wir unsere vielfältigen Erfahrungen teilen, desto bedeutungsvoller wird unsere Gemeinschaft. Du kannst gerne Fragen, die offen sind, in den Kommentaren stellen. Ich werde mein Bestes versuchen, darauf einzugehen. Lass uns dieses Video ein Lexikon für die Sauna sein, sodass, wenn du irgendwas zu Sauna wissen willst, musst du dir einfach nur dieses Video anschauen. Beziehungsweise du kannst das Video auch einfach deinen Freunden schicken, die mehr über Sauna erfahren sollen. Apropos Gemeinschaft, ich bin immer froh darüber, das Thema Gesundheit noch tiefer zu beleuchten und auch auf jeden Einzelfall einzugehen. In meinem Coaching hältst du personalisierte Ernährungsberatung, lernst die Feinheiten für richtiges Training eben, damit du nicht schlechtes Training machst, was dich noch älter und ungesünder macht. Und exklusives Insiderwissen, zum Beispiel welches Wasser du trinken solltest, wie sich deine schlechten Lebensgewohnheiten auf deine Hormone auswirken, wie du dein Immunsystem auf natürliche Weise stärken kannst und vieles, vieles mehr. Denn vergiss nicht, Sauna ist nur ein toller Bonus, ein Teilaspekt deiner ganzheitlichen Gesundheit. Es gibt noch viel zu lernen. Ernährung, Training, Hormone, Lifestyle.
Wenn du also Interesse hast, schau gerne auf meiner Webseite www.nikibra.com oder Instagram @nikibra vorbei, wo du auch alle Transformationen und Erfolgsgeschichten und viele wertvolle Informationen sehen wirst. Wenn du das Video bis hierhin geschaut hast, bedanke ich mich herzlich für dein Interesse an einem Thema, was mir sehr, sehr am Herzen liegt. Mein Freund, ich hoffe, dass du aus diesem Video einiges an wertvollem Wissen ziehen konntest, dass ich dir nun Appetit auf Sauna gemacht habe und nämlich denk immer daran, dass Prophylaxe ist günstiger als Therapie.